sounded like the temple was going to be destroyed? Oh, habt ihr irgendwas gelesen, Matthäus, dass der Tempel zerstört werden sollte? You guys remember that? Kannst du euch daran erinnern? Kapitel 24. Chapter 24. Genau, Kapitel 24. So there is a chapter talking about the temple being destroyed. Also es gibt jetzt ein Kapitel, das darüber redet, dass der Tempel zerstört werden soll. But it sounds like it's still up. Und das hört sich dann so an, als dass es noch nicht passiert It's ist und not der in the Tempel noch past steht. tense. Das ist nämlich nicht in der Vergangenheit. So most people think Matthew would have been written at least before the temple was destroyed. Und deswegen denken die Leute, dass Matthäus geschrieben wurde, bevor der Tempel zerstört wurde. Okay? And then, Und das war halt 70. Der Tempel wurde zerstört 70 nach Christus. I'm still in the Old Testament. I gotta move up. Gotta move over. There we go. Thank you. Okay. So we have at least from in between here and here now. Also wir haben jetzt von da nach da. And we have a little bit of other evidence from church history. Und wir haben noch andere Hinweise aus der Kirchengeschichte. Irenaeus. He says that Matthew wrote this when Peter and Paul were still in Rome. Er sagt, okay, Matthäus hat das geschrieben, als Petrus und Paulus noch in Rom waren. Do you guys, you haven't studied the New Testament yet, but they're in Rome around 64 AD. Und das war 64 nach Christus. Somebody else said that, a different historian, Und dann hat noch jemand anderer Historiker gesagt, Clement, der hieß Clement, he says der hat nicht gesagt. that Matthew wrote the gospel right after Peter and Paul died. Der hat gesagt, okay, Matthäus hat das geschrieben direkt nachdem Petrus und Paulus gestorben sind. Still, it's right in this area here, between 64 Und das ist und zwischen 70 64 und 70 nach Christus. Okay. And there's something else that we'll see about the dating that when we talk about the original reader that will help us. Und wir können was anderes, es gibt noch einen anderen Hinweis, der uns hilft, das zu datieren. Okay? This is only important because it's going to help us know why Matthew put this gospel together. Das ist nur für uns jetzt nur wichtig, damit wir verstehen können, warum Matthäus das zusammengestellt hat. Because just like if you and I tell our testimony when we're 70 or when we're 16, it makes a difference how we put it together. What's happening in our life. Denn es macht ja einen Unterschied, wenn wir zum Beispiel unser Zeugnis erzählen, wenn wir 70 Jahre alt sind oder 16. So we sometimes we just think, you know what, the gospel writers just wanted to say what happened with Jesus. Of course, that's why they wrote it. Und wir können zum Beispiel sagen, ja, der Evangeliumszusammensteller, der wollte ja nur schreiben, was damit mit Jesus geschehen ist. Deswegen hat er es geschrieben. But that is not necessarily the only reason they wrote it. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum er das geschrieben hat. So, let me ask you a question. Und jetzt habe ich eine Frage. You've read Matthew. Habt ihr Matthäus gelesen? Who do you think his audience is? Wer denkt ihr, an wen hat er das geschrieben? The Jews. Juden? Why? Warum? Because he refers many prophecies or scriptures from the Old Testament. Denn er greift ja viele Prophetien und Schriftstellen aus dem Alten Testament auf. Awesome. Good observation. Sehr gute Beobachtung. Definitely. There's other reasons to think it was also written to Jews. Anybody else have any other ideas? Und es gibt noch weitere Hinweise, dass es an Juden geschrieben ist. Yes. Many stories, they are not explained for the Jewish tradition, and in the other Gospels sometimes they are explained why the Jewish do it like that. Gewisse Geschichten, da wird zum Beispiel nicht erklärt, warum die Tradition jetzt also stattfindet, die die Juden machen, aber zum Beispiel in anderen Evangelien wird das erklärt, warum das eine Tradition bei den Juden ist und deswegen kann man schlussfolgern, dass an die Heiden geschrieben wird. Yeah, there's not a lot of explaining these Jewish traditions in this book. Like Also other hier ones. werden jüdische Traditionen nicht erklärt. What else? I have a whole list of like Was things. denn noch? Ich habe eine ganze Liste von denen. Anyone else? What are some clues these are written to Jewish people? Was sind noch Hinweise, die das unterstützen? Because I think the focus was the account of also Jesus' ministry, reaching out, which we can pretty much guess that Jesus was reaching out to them. So this guy just summing up all the teaching of Jesus, the Pharisees and everyone, like he's encountering all this stuff. Okay, So this can be another clue. good. And he was there. So Mm-hmm. So dass Jesus, also vielleicht kann man das dran festmachen an den
Geschichten, die in der Bibel beschrieben ist, an wen Jesus Outreach macht, also zu wem er gedient hat. Yes, Mark. He's saying that clearly in one verse that it's not about, it's not enough to just say, your grandfather is Abraham. Okay. Also in einem Vers sagt er, es reicht nicht aus, dass euer Urgroßvater Abraham ist oder so. Yeah. What's the reference for that? 3:9. Und der Urgroßvater der Juden, also das war der Juden und das steht in 3,9. Yeah, so he's saying right there, like, I mean, he can make them out of rocks, right? Und er sagt ja, ich kann dir aus Steinen Kinder Gottes erwecken. Good. What else? There's so much more. Dann gibt es noch mehr. Habt ihr noch Ideen? He always writes about the kingdom of heaven and not the kingdom of God because the Jewish people couldn't say Yahweh. Good observation. Are you reading this in a study No, it's Bible from over Bino. there? Bino taught this yesterday. That's right. Also, wie war es auf Deutsch? Er kann. Königreich des Himmels und nicht Königreich von Gott oder so. Okay, warum? Weil. Yeah. Weil sie durften nicht Yahweh sagen. Okay. So a lot of the other gospels do say the kingdom of God, but this one always says the kingdom of heaven. Also manche anderen Evangelien sagen das Königreich Gottes, aber dieses Matthäus sagt immer Königreich der Himmel. Okay, good. There's more. Und es gibt noch mehr. There's this kingly emphasis of Jesus. Die Betonung von Jesus als König. And you can really feel when you're reading the book, Und ihr könnt wirklich fühlen, wenn ihr das Buch lest. he is trying to show them that Jesus is the promised Messiah. Er versucht right? ihnen zu zeigen, dass Jesus der versprochene Messias ist. Who knows about a Messiah? Wer weiß denn von einem Messias? Jewish people. Ja, eigentlich nur die Juden. And he takes the time to quote a lot of Old Testament references, and he writes them out. He doesn't just say very offhandedly, he doesn't just allude to them, he writes out the scriptures for them. Und er nimmt sich viele Passagen aus dem Alten Testament, der kopiert die nicht einfach so, sondern der erklärt sie richtig und nimmt sich Zeit dafür. Now let's have a little debate. Und jetzt haben wir so eine kleine Debatte. Do you think it was written to Jewish people who don't believe Jesus is the Messiah? Denkt ihr, das wurde an jüdische Leute geschrieben, die nicht denken, dass Jesus der Messias ist? Or Oder could it be written to Jewish Christians who are tempted to turn away from their faith? könnte es an jüdische Christen geschrieben worden sind, die versucht werden, von ihrem Glauben sich abzuwenden? Und As you're thinking about all that, wenn ihr darüber nachdenkt, I'll just let you know, this is a time of high persecution of Christians, wir sind gerade in diesem 64 nach Christus, in einer Zeit, wo viel Christenverfolgung and war. also Zusätzlich in 65 to 69, also dazwischen noch 65 bis 69 nach Christus, this is when the Jews da hatten die Juden, start rebelling against the Romans, die hatten so eine Zeit der Auflehnung gegen die Römer. and Jerusalem becomes under siege. Und Jerusalem wird da als Konsequenz belagert. So the Jewish people are now saying, you're either with us or you're against us. Und die Juden sagen dann jetzt, entweder seid ihr bei uns, wenn ihr uns hilft, oder ihr seid gegen uns. What do you guys think? I have a question. Yeah. Was it possible that if there were Jews who still not believe in, not Christ, but like, still they can know everything about Old Testament thing, though they don't have faith? Kann es sein, Is dass that possible? Yeah. dass die Juden viel über das Alte Testament wussten, auch wenn sie nicht keinen Glauben hatten? There was a lot of people who knew the Torah and the rest of the writings and everything very well and still didn't believe Jesus was the Messiah. Und es gab viele, die sehr das Alte Testament und die Tora wahrgenommen haben und auch wenn sie nicht geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. What do you guys think? Was denkt ihr? Well, I would say maybe to a bit both, Okay. Ich würde sagen, so ein bisschen beides. because he
quoted a lot of the fulfillment of the Messiah, like it was prophesied by Isaiah and all this guy. Und er hat viel von der Erfüllung von Jesaja zitiert. So this may look like it's pretty much to maybe some of the non-because that doesn't believe in that, trying to say, hey, this was prophesied and it has happened. Okay. And in other words, also it could be to people who are maybe discouraged by their faith, and he's kind of also trying to remind them of what Jesus did and the sacrifice he paid. Mhm. Ja, das kann sich auch daran erinnert haben, was Jesus getan hat und das Opfer, das er gebracht hat. So I wouldn't be conclusive in one part. Mhm. Deswegen würde ich einen Teil nicht ausschließen. Let's just throw in another question, just for fun. Und jetzt habe ich noch so aus Spaß eine andere Frage. Did you guys notice there was quite a bit here talking about the Gentiles in this book? Ist euch aufgefallen, dass hier viel über die Heiden im Buch gesprochen wird? Like the girl who comes to Jesus and she says, "Can you please heal my daughter?" And he says, "I don't give the crumbs to the dogs." And then she says, "But even, they fall off the master's table." And he says, "Your faith has healed you. Go in peace." Wisst ihr noch von der Frau, die zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, kannst du meine Tochter heilen? Und dann hat Jesus gesagt, ja, ich muss erst zu den normalen Leuten gehen, also ich darf mich nicht um die Hunde kümmern. Und dann hat die Frau gesagt, ja, aber die Hunde, die kriegen doch die Krümel, die vom Tisch runterfallen. Und dann, ja, nahm Jesu Tochter sei geheilt. Or in verse 21 and 22, Oder in 21 und 22 Kapitel. Jesus says that, God has now rejected the fig tree because they're not producing fruit, and he's invited new people to, and then he goes into this wedding feast. Da redet Jesus über diesen Feigenbaum. Da hat Jesus gesagt, weil dieser Feigenbaum keine Frucht bringt, habe ich ihn verworfen und andere Leute eingeladen. You haven't read the second Wir haben den part. zweiten Teil noch nicht gelesen. Yeah. Oh, das ist nicht It's so. okay. That's good to know. Das ist gut zu Thanks for wissen. letting me know. Okay. Danke, dass ihr es sagt. Wir machen die Lichter erstmal. Okay, so Jetzt. thinking about all these things, Wir denken über die ganzen Dinge nach. let's leave that question for a minute. Und stellen die Frage zurück. I'll write it down on the board. Ich schreibe es mal. Why Warum, did Matthew warum hat Matthäus write this gospel? Warum hat er dieses Evangelium geschrieben? For who? Für wen? Okay. Now, we're going to work in groups for a second. Und wir teilen uns kurz in Gruppen ein. I want you to Ich möchte gerne, go dass through the book ihr, of Matthew, Matthäus euch anguckt. not reading it all. Also ihr müsst es nicht alles lesen, I want you to skim through the book of sondern so schnell Matthew. durchscannen. Okay? And I want you to look for the verses Und ich würde gerne, dass ihr diese Verse euch anguckt. that are his teachings, Jesus when he's teaching, Seine Lehre, wenn Jesus unterrichtet. okay? And Jesus when he's doing something, Und wenn er was tut. so his actions, Also Unterricht und Aktion, etwas tun. okay? Teaching and actions. Also schreibt die Verse auf, wo er unterrichtet und handelt. So, I'm gonna give you some, no, I won't give you the hints. Okay, Ich gebe euch so, keine Hinweise. we work in a partner, like with people at your table. Also ihr könnt auch mit dem anderen am Tisch zusammenarbeiten. And here, I will give you a couple of little hints here. Und wisst ihr, was gebe ich euch? First thing is, Das erste, from 1-1 1-1 to 3-1, bis 3-1. it's kind of like an introduction, Das ist eigentlich nur Einführung im Buch. okay? And then, Danach, from 26-1, 26 Vers 1, kind of like the conclusion. bis zum Ende ist eigentlich mehr so die Zusammenfassung. And all in here, Und dazwischen, your writing should be something like this. zwischen 3.1 und 26.1 sollte eure Schrift so aussehen, oder was ihr schreibt. So we have the author who's like writing a narrative kind of, Wir haben den Autor, der so wie so eine Schrift talking aufschreibt. about what Jesus is doing. Der redet darüber, was Jesus tut, Matthew's getan hat. telling us. Matthäus sagt das uns. So there would be like some actions Also es gibt Aktionen. from 3-1 From to 3-1.
bis da. And then Jesus does some teaching. Und dann unterrichtet Jesus auch. And that's from blah 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 to blah 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 blah. Von da bis da. And then he goes back to telling us about what Jesus did. Und danach sind wieder Aktionen da, was Jesus getan hat. Does that make sense? Macht das Sinn? Can you use another marker, please? Can I use a different marker? Yeah. Yeah, you can't really see that, hey? Also es ist eigentlich von 3.1 bis 26.1 durchgucken, was Jesus etwa Aktion, was getan hat oder unterrichtet hat. So basically, I want you to look for the part that Matthew is telling us what Jesus did. It's like a narrative or Jesus' actions. Also wo zum Beispiel Jesus irgendwas getan hat, wo es eine Erzählung ist, Jesus' Aktion. And then Matthew stops doing that and he just lets Jesus teach. Und dann hört Matthäus auf zu erzählen, sondern schreibt nämlich nur das, was Jesus unterrichtet hat. For example, in 5:1 it starts with the Sermon on the Mount, Zum Beispiel right? 5.1 ist die Bergpredigt. Jesus has a sermon. Da hat Jesus die Predigt. Okay, and then the Sermon on the Mount eventually ends, Und dann endet die Bergpredigt and Matthew switches back to being the narrator and telling us what's happening with Jesus. und dann wechselt Matthäus immer mal die Perspektive und sagt, erzählt, was mit Jesus passiert. Then he tells us what Jesus is doing. Dann sagt er uns, was Jesus tut. And then we have Jesus teaching again. Ja, und dann auf einmal unterrichtet Jesus wieder. And it goes back and forth like that. Und das wechselt sich ab. I want you to look at through the whole book of Matthew and just put the verses in. Und es wäre cool, wenn ihr einfach schnell da durchscannen könnt und einfach die Verse dazu findet. It shouldn't take you too hard. You don't have to read word for word. You can just tell when Jesus is teaching and when Matthew is talking. Das sollte nicht so hart sein, ihr könnt einfach das schnell herausfinden, ob Matthäus etwas erzählt oder ob Jesus unterrichtet. Any questions? Habt ihr Fragen? I know you probably like me to just tell you the answers, but that's not how it works when I'm teaching. Ich gebe euch jetzt nicht die Antworten, wenn ich unterrichte, mache ich das nicht so. Don't invite me back if you don't like it. Okay. That's nice. Can I erase this? Yeah, you can I don't know erase who it. that was from, but it's nice. You don't have to work alone. You can work with each other if you want. Some people prefer working alone. It's up to you. Yeah. More fun to work together. Wir müssen hier alleine arbeiten, das kann ich ja austauschen. Was für etwas. Genau. Have you ever done this? That's what I thought. I was like, oh, you're good. I'll get these out. I have no exactly. So we're reading what was the scripture? Like the chapter 4 and everything. They don't fit though, exactly with what those books are about. Right, so that is a bit of a stretch, I'd say. Oh, you're But it is like about why it is that You're many. not supposed to read just like standard words. Like the first part of chapter 4. Like the, Und dann kommt dann die Nee, den habt ihr nur, ich weiß nicht genau, 5 bis 7. The verse references. Ja. I'm not one. Ja. the Bible is saying Because they're So, sorry, one short question for you. Like the English Bible is easier because the word in writing is Jesus and the other one is Matthew. Okay, So, yeah,
so you can just use the colors if you want. Okay. Also macht es euch ganz einfach. Es geht einfach nur darum, dass ihr das ausfindet. But you can just not do that and look a little more carefully and enjoy being in the Bible. Ihr könnt es auch detaillierter machen und genießen, die Bibel zu lesen. Reading? Austreibung, das ist Outcasting. Ja. Delivery. Ja. Also wir müssen nicht aufschreiben, was das ist. Ja gut, aber ich mache die Zeitsache ganz kurz einfach nur, dass du da weißt. I'm not actually on Facebook all that often. My husband is. He lets me know when he's doing that. Just checking. We have more time to interact with people. It only takes one way to get How are you guys doing? Wie geht's euch? Are we to write down the word or we just look? Just the verse references. Okay, show it. So like from 3:1 to blah 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 is this, from da 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 is this, like that. Also von da bis da ist das, von da bis da das und so weiter. If you have extra time, you could give those sections like a title if you want, like what those are about. Und wenn es noch, genau, wenn ihr noch extra Zeit habt, könnt ihr natürlich auch gerne einen Titel geben. Just if you want. Aber wenn ihr mögt.
I have no chocolate. You do. Ja, jetzt okay. You drink coffee or you don't drink coffee? Feuermann. Das ist komplette 10 das komplette Kapitel 10 sind die Instructions für die Jünger, was die machen sollen. Ja, und da ein Ausschnitt. Das ist eigentlich auch Ist 11:28 Laufbewegung, kommt alle zu mir, die mühselig und gefahren sind. Keine Ahnung. manchmal so Sachen, aber manchmal sagt er ein Satz. Das ist nicht wirklich eine Lehre, sondern es ist einfach nur eine Aussage. Das ist eine Parabel zum Beispiel, im Gleichnis. Schon eine Lehre. Aber wenn er nur einen Satz sagt, der Glaube hat Gehalt, klar kannst du sagen, als Lehre, Glaube führt zur Heilung, aber ob das in dem Fall wirklich eine Lehre ist. Ja, denke ich auch. Ansonsten könnte man das als Wochenaufgabe. If you guys are finding this difficult, I'll give you a tiny little hint. Also wenn es für euch herausfordernd ist, gebe ich euch einen Hinweis. There's a line that you can look for that helps you to see these. Es gibt einen gewissen Satz, nach dem ihr gucken könnt, der euch das hilft zu unterscheiden. Has anybody seen it yet? Hat jemand schon diesen Vers erkannt? Sorry? Also, It's a repeated phrase. also es gibt eine wiederholte Aussage, When Jesus als Jesus, had finished saying these things. und sie heißt, als Jesus, wie heißt das auf Deutsch? Genau, nachdem Jesus das gesagt hatte. That's repeated throughout this book. Und das wird immer wieder im Buch wiederholt. I can only give you 5 more minutes. Also ihr habt noch 5 Minuten. Can I ask you a question? Yes. With the Canaanite woman, like with the giving Yeah, the the dog. dog. Yeah. Why? What is it? It's so like harsh, and it totally. Or was it really Jesus' ministry to first go to the Jews and not go to the Gentiles at all, and only then his disciples? Can I just put that question on the side, Yeah. and if we have time, we can answer it, and if not, Auf jeden Fall. I'll talk I'll about write it you an after. email. Also wegen dieser Frage, weil Jesus so hart zu der kanaanitischen Frau geantwortet hat, war das sein Hauptdienst, zu den Juden zu gehen oder auch zu den Heiden? Oh, ja. And another That's a question. great answer, though. I want to tell you. A quick question where I don't think it's in Matthew, but when Jesus rises, then other people also rose from the grave. Is that really true? Ist es wirklich wahr, dass als Jesus auferstanden ist, auch andere Leute aus den Gräbern gekommen sind? You're going to look at that next week. Ich glaube, das guckt euch nächste Woche an. It does refer to that happening, yes. Also, ja, es gibt Quellen, die sagen, dass das passiert. But actually, I'm not sure if that in the gospel right now, or if it's in when Paul refers to it later. Ich weiß nicht, ob das die Evangelien das nochmal aufgreifen oder ob Paulus das nachher beschreibt. Yeah, I'm pretty sure it's not in this gospel, for sure. Ich bin mir sicher, es steht nicht mehr in Matthäus. Also 15 sagt, dass es eine Lehre ist, wo er sagt, nicht das, was
hier ist.